Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Lesti ist der Meinung, dass euch dieser Bus hier interessiert. Der Bus ist von Happy Build, wie man unschwer erkennen kann, ein Doppeldecker. Und wie dieser Bus sich bauen lässt und ob der Bus hält, was er verspricht, das will ich euch heute gerne zeigen. Happy Build steht drauf und dass es kein Angry Build wird, da bin ich guter Dinge. Ich hoffe es. Ich habe zumindest über diese Firma noch nichts Schlechtes gehört. Hier drauf erwähnt ein Set 8 Plus. Lassen wir mal dahingestellt sein, ob das mit 8 schon funktioniert. Liegt ja auch ein Stück weit an der Anleitung. 4255 Steine und ein Blick auf die Rückseite verrät uns, es sind nicht einfach nur handelsübliche Techniksteine in dem Set enthalten. Nein, es ist unterm Strich mit Funktionen, also mit Motoren und mit Beleuchtung. Da bin ich persönlich schon sehr gespannt drauf. Dinge, die funktionieren, die mit einer Fernbedienung über den Fußboden fahren, die finde ich sowieso prinzipiell eine sehr interessante Geschichte. Und deswegen habe ich mich auch dazu hinreißen lassen und habe mir von Lesti dieses Set kommen lassen. Auch wenn ich leider Gottes an dieser Stelle mal sagen muss, die Beschwerden darüber häufen sich langsam aber sicher über dieses Unternehmen. Und so denke ich mal, werde ich auch hier an dieser Stelle aufhören, noch weitere Sets vorzustellen. Also nicht hier keine Sets mehr auf diesem Kanal, aber dass ich mir über Lesti dann eventuell oder sehr wahrscheinlich dann doch lieber nichts mehr kommen lasse. Mich persönlich nervt das. Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr da nochmal schreibt und sagt, hey Olli, ich habe da bestellt, ich habe da Probleme, ich habe von denen nichts gehört, ich kriege keine Antworten, ich bekomme mein Paket nicht, wie kriege ich jetzt mein Geld wieder? Soweit alles in Ordnung. Ich versuche euch da auch ganz gerne zu unterstützen, wo ich nur kann und schreibe auch von meiner Seite aus E-Mails dahin. Aber selbst ich stelle fest, es lässt sehr zu wünschen übrig, was da in der letzten Zeit passiert. So, das jetzt mal nur so am Rande. Also wie gesagt, das hier, denke ich mal, wird dann auch das letzte Set sein, was ich aus diesem Hause oder von diesem Unternehmen vorstelle. Karton in Karton. Eine ganz witzige Geschichte. Da habe ich mehr aufzuschneiden. Finde ich ja schon mal gut. Jetzt wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn man hier hingeschrieben hätte, Doppeldecker Etage 1, Doppeldecker Etage Erdgeschoss. Hätte mir vielleicht sehr geholfen. Ich weiß nicht, ob es so ist, ob das hier Bauschritt sortiert ist. Kriegen wir nur raus, wenn wir mal reingucken, würde ich sagen. Instinktiv, Freunde der Nacht, instinktiv den richtigen Karton erwischt. Hier blättert mir schon was, hier fällt mir schon was entgegen. Eieiei, ach du heiliger Wimmer, ein Aufkleberbuch. Das nenne ich mal Aufkleber. Interessanterweise, seht ihr das hier? Ein Aufkleber mit einem Dumper da drauf. Den habe ich auf dem Bus gar nicht so. Ach doch, das ist Werbung auf dem Bus. Ein Bus muss Werbung haben, sehe ich genauso. Weg damit. Braucht kein Mensch. Vor allem nicht in der Menge. Hier hinten werden sie praktischerweise alle aufgeklebt. 16 und da steht auf zwei Seiten 32 Aufkleber. Kommt das hin? 32? Ich denke mal, das wird hinkommen. Gefühlt sind es um einiges mehr. 962 Bauschritte. Die Anleitung, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich drehe das mal so hier hin, da könnt ihr das sehen. Es bleiben alle Farben erhalten, die dieses Modell hat, aber es wird verblasst dargestellt, was schon gebaut ist. Das finde ich sehr gut, weil in diesen "Wir machen alles grau" Anleitungen verliert man dann doch teilweise sehr schnell den Überblick. Hier ist das nicht. Hier wird also wirklich was gebaut ist. Ich kann es gerne auch hier an der Seite nochmal zeigen. Wird einfach nur blass dargestellt. Das erleichtert einen ungemein die Orientierung. Ich sehe hier eine Tüte mit einer Nummer 1 drauf. Die Orientierung wird also noch wesentlich leichter, weil es anscheinend eine Bauschrittsortierung gibt. Ich mache mal kurz Krach.
was wir alle haben wollen. Blaue Pins ohne Ende, aber nummerierte Tüten. Mach mal den anderen Karton somit dann auch noch schnell auf und lass das hier alles mal so schnell auf den Tisch drauf krachen. Das Rad macht schon mal genau, was es soll. Es rennt weg. Die anderen Felgen liegen hier oben. Ein Verlängerungskabel, ein USB-Ladekabel, ein Motor, die Fernbedienung. All das sortiere ich mal in aller Ruhe aus, weil wenn ich hier jetzt drin rumwühle, dann macht das eine Menge Krach. Ich lege alles auf den Tisch, was zur Nummer 1 gehört, und dann denke ich mal, schauen wir noch mal kurz, ob ich vielleicht noch irgendwas Interessantes gefunden habe. Und ansonsten 962 Bauschritte, das will erledigt werden. ...14 Bauabschnitte. Das ist viel. Wenn ich mir jetzt angucke, das ist universal. Abschnitt 1 besteht aus 3 Tüten. Hätte man eventuell auch halbieren können und hätte daraus 7, waren es 14? Ja, es waren 14, hätte man also auch 7 Bauabschnitte machen können. Machen wir 14 Videos draus, oder? Würde ich sagen, bis Ende des Jahres sind meine Reviews gesichert. Kleiner Spaß, machen wir natürlich nicht. Ich stürze mich jetzt hier voll und ganz rein. Warum auch immer ich hier... eine Carbonachse. Carbonachse kennt man von Molking. Bin ich gespannt, ob das die einzige ist, aber es ist die einzige, die mir entgegengefallen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Bus will gebaut werden, damit er fahren kann. Also lege ich jetzt los und baue das Ding mal fix zusammen. ...70 Bauschritte und Tüte 1 ist erledigt. Oder die Tüten von Bauschritt Nummer 1 sind erledigt. Keine Angst, ich komme jetzt nicht 14 Mal dazwischen, um euch hier irgendetwas zu erzählen. Aber ich denke mal, hier kann und muss man mal drauf eingehen. Mein erstes Set von Happy Build und es dauerte keine 2 Sekunden. Da war ich mächtig enttäuscht. Diese blauen Pins, die werden mein Untergang sein. Also wenn ich da keine Blutblasen danach an den Finger habe, dann weiß ich es auch nicht. Die sind so immens stramm. Das habe ich so noch nicht erlebt. Also man hatte echt Angst, man schiebt die rein und die splittern in dem Moment, wo man sie da reindrücken will. Das geht enorm schwer. Wirklich enorm schwer. Also wenn ich das Ding hier fertig habe, die Schüssel ist leer, werde ich meine Finger wegschmeißen können. Auch die Zahnräder, ich habe jetzt den Motor hier drin, kann ich jetzt mit der Hand nicht mehr drehen. Also anfangs habe ich es gedreht, es ging alles wirklich wunderbar. Dann wurde
Stück für Stück angefangen, hier alles zuzubauen und ich konnte es mit den Händen nicht mehr drehen. Jetzt ist der Motor drin und das funktioniert immerhin, das kann ich schon mal sagen. Aber der Motor schreit ganz schön und der ist normalerweise, habe ich hier noch einen Motor drin. Schade, ich hätte es vorher zeigen sollen, die sind eigentlich schön ruhig. Aber das schreit hier schon bald die Sinfonie der Vernichtung und ich habe es mit den Händen versucht, das ist stramm. Also diese Teile hier, das ist alles wirklich Press in Press, das geht alles sehr, sehr schwer ineinander. Das Einzige, was wirklich schön smooth, wie man immer so schön sagt, ineinander geht, wenn man das auf das Set umrechnet, das sind die blauen Pins mit der Aufnahme für Kreuzachse. Die gehen noch halbwegs vernünftig rein, ohne dass es wirklich in den Fingern wehtut. Was ich auch völlig genial finde, ist also jetzt schon grün, rot. Man muss nicht alles klauen, was aus Dänemark kommt. Also man kann sich seiner Farbe auch treu bleiben. Es muss nicht immer alles Regenbogenfarben werden, was man so baut. Inwieweit man das später sieht, da werde ich mich überraschen lassen. Ansonsten musste ich wirklich schmunzeln, dass es hier bunt wird. Ein bunter Bus BB. Was? Gut, schwamm drüber. War Zufall. So, mehr kann ich natürlich noch nicht verraten, mehr kann ich nicht erzählen, außer dass hier nochmal wieder was Grünes kommt. Das sehe ich jetzt gerade so aus den Augenwinkeln raus. Also in Tüte 8 wird es dann nochmal wieder grün. Vielleicht muss das so sein. Ich kann von hier gucken. Ich sehe hier nichts Grünes. Gelb, Blau, Rot. Das sind die Farben von dem Bus. Bus ist das Stichwort. Das soll es werden. Und daran werde ich jetzt arbeiten.
148 Seiten, das entspricht ungefähr der Hälfte der Bauanleitung. Bauschritt 8 gerade erledigt, jetzt kommt Bauschritt Nummer 9 und ich habe mir gedacht, erzähle ich euch mal so ein bisschen was, weil ich muss ganz ehrlich sagen, meine Hände brauchen echt eine Pause. Die Pins, das ist sowas von stramm, das ist schon quasi unnormal. Ich denke mal, jeder, der mal irgendwo bei einem Schützenfest war, der kennt das. Es wird den ganzen Tag auf so einen Vogel geschossen und irgendwann platzt der auseinander, weil so viel Blei da drin ist. Und ich habe hier immer genau das gleiche Gefühl, dass hier irgendwann mal alles einfach nur auseinander platzt, weil diese Pins so stramm da reingehen, dass ich immer mal Angst habe, so ein Stein, der platzt einfach weg. Also das ist schon wirklich gigantisch. Also hier muss die Firma Happy Build echt mal entweder andere Pins zukaufen. Ich weiß nicht, ob die selber produzieren oder ansonsten vielleicht mal die Form überarbeiten. Das ist wirklich unnormal. Es wird gesagt, dieses Set ist für Kinder ab 8 Jahre zu bauen. Die Bauanleitung gibt das her. Das sind so winzige kleine Minischritte, die man hier macht. Das schafft ein 8-Jähriger wirklich locker. Aber diese Pins, ob er die reingedrückt kriegt oder ob er sich so einen Pin eher durch den Daumen drückt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großes Manko an diesem Set, die Pins. Die Pins ist wirklich schrecklich, kann ich nicht anders sagen. Ansonsten, es gibt so ein bisschen Bedarf, den kann man aber sehr, sehr schnell selber abändern. Das sind zum Beispiel die Sitze. Die Sitze kann man hier hin und her bewegen. Hier hätte man einfach nur einen Pin noch dazwischen setzen müssen und schon wären die Sitze fest gegeneinander gerichtet und würden sich nicht so ohne weiteres verschieben. Sie verdrehen sich auch ziemlich, muss ich ein bisschen schräger, also hier, das ist alles sehr, sehr wackelig hier drin. Drücke ich das mal so aus, dass das ganze Ding bunt ist, das habe ich schon gezeigt und das hat sich auch nicht viel geändert, also hier wird mit allen möglichen Farben gearbeitet. Die Türen werden sich später öffnen lassen, die Technik dafür ist drin, ich habe sie auch schon getestet, sie funktionieren. Naja, aber ihr seht das hier, das ist alles sehr, sehr wabbelig. Es funktioniert, klar, brauchen wir nicht drüber reden, aber stabil ist das Ganze nicht, auch wenn es relativ einfach und gut umgesetzt ist. Ein bisschen mehr Stabilität hätte ich mir hier gewünscht. Der Antrieb, das scheint alles soweit zu funktionieren, das habe ich euch auch schon gezeigt. Ich drehe den mal um, werfen wir mal so einen kleinen Blick auf das Heck. Das sieht so als solches schon ganz gut aus. Das ist typisch von hinten ein Bus. Hier oben fehlen natürlich noch die Fenster. Man kann die Heckklappe dann auch aufmachen. Ich weiß noch nicht, wie das so richtig vonstatten gehen soll, weil hier hinter ist die Akkubox. Ich muss das mal eben kurz zu mir drehen. Dann greife ich mal schnell hier hinten. Ja, mal schnell greife ich mal hier hinter. So, und dann können wir das Geheimnis mal lüften. Da schaut ihr mal hier oben. Seht ihr das, wie sich das bewegt? Also da muss man mal gucken, wenn das alles soweit fertig ist, wie sich das dann gestaltet. Einen kurzen Blick hier rein, relativ unspektakulär, ein Motor und die Akkubox. Aber es funktioniert, ich habe es schon vorgetestet. Wir gehen dann ganz zum Schluss nochmal auf das Ganze ein. Hier vorne, das sieht natürlich noch so ein bisschen aus wie, naja, wie auf Stauende aufgefahren, würde ich mal so sagen. Hier ist der Sitz und fahrerseitig das Ganze ist mir dieses Set noch schuldig, da ist noch nichts passiert. So ein kleines Zwischenfazit kann und möchte ich aber ziehen, weil jedes Mal, wenn ich hier baue, denke ich mir, ja, das ist ein Bus, man kann es als Bus erkennen. Ich frage mich aber trotz alledem die ganze Zeit, wo liegt hier das Hauptaugenmerk? Ist es ein reines Technikmodell oder versucht man hier Design und Funktion in Einklang zu bringen? Dann würde ich sagen, aufstehen, 6 setzen. Alleine wenn ich hier reingucke, ich hoffe, dass das alles irgendwie noch zugemacht wird, dass die Kabel hier so durchgehen. Also hier aktuell würde ich sagen, habe ich ein Set, da will man nur zeigen, juhu, wir können Technik und verpacken das Ganze in etwas, was aussieht wie ein Bus. Es ist also, ich habe es auf dem Karton schon gesehen, dass es nicht meine erste Wahl wäre. Ich baue sehr, sehr gerne Techniksets. Überhaupt keine Frage, das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal so ein bisschen verfolgt. Aber hier bin ich der Meinung, wäre es doch schöner gewesen, man hätte mehr mit Panels und
dergleichen gearbeitet, um vielleicht in die Serie Expert oder Creator Expert von Lego reinzurutschen, dass man sagt, das hier ist wirklich optisch 100% ein Bus, der als Easter Eggs öffnende Türen hat und der vielleicht fahren kann und Licht hat. Ich glaube, da wäre man eventuell sogar besser beraten gewesen. Man muss gucken, wie das Ganze aussieht. Wird hier vielleicht der Fußboden drin noch so ein bisschen verkleidet, dann mag das Ganze wieder ein bisschen anders aussehen, auch mit diesen Sitzen, die sich alle so drehen. Also ich glaube, hier wollte man uns irgendwie nur zeigen, hurra, wir können Technik und wir können Technik, die funktioniert. Das gucken wir uns, wie gesagt, ganz zum Schluss an. Ich denke mal, das, was bis hierhin alles so augenscheinlich ist, die Treppe, ich kann euch nochmal die Treppe zeigen, die habe ich euch so ein bisschen verschwiegen. Die ist hier, damit man dann auch ein Deck höher kommt. Klar braucht es eine Treppe. Das war wirklich das, was ich euch bis hierhin zeigen konnte. Meine Finger sind und bleiben heiß. Ich denke mal, die werden jetzt ein paar Tage brauchen, um sich von diesem Set zu erholen, wenn es denn dann irgendwann mal fertig ist. Und damit es fertig wird, da baue ich jetzt einfach mal weiter.
961 Bauschritte und vor mir steht der Bus von Happy Build oder wie ich sie während der Bauzeit dann irgendwann mal genannt habe, Pain Build, weil die Finger, die schmerzen. Das ist also diese Pins, die muss man wirklich mit dem Hammer in die Steine reintreiben, damit das Ganze funktioniert. Gehen wir mal auf den Bus ein. Also, dass es ein Doppeldeckerbus ist, das kann man unschwer erkennen. Es ist ein Linkslenker, kein Rechtslenker. Das ist, denke ich mal, aber nicht das große Problem. Das größte Problem, was ich mit diesem Set habe, oder eins der größten Probleme, die ich mit diesem Set habe, ist, egal wie schmerzhaft es ist, die Pins einzubringen. Hier gehören definitiv mehr rein. Also an Pins wurde hier gespart. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier zeigen kann. Also dieses ganze Oberdeck hält an 4 Pins. Hier sind Löcher ohne Ende. Hier hätte man wesentlich mehr Pins reinpacken können. Dann hätte man das vielleicht am Dach oder wie auch immer mal vernünftig tragen können. Von hier unten geht es auch. Aber das Dach wirklich, ich drehe es mal schnell um auf der Seite. Hier kann man es wesentlich besser erkennen. Die Fernbedienung mal schnell weggelegt. Und wenn ich das hier mal ziehe, also ihr seht das, hier könnte man wirklich viel mehr Pins reinstopfen, um das Ganze vernünftig zu stabilisieren. Jetzt werden wieder viele in die Kommentare schreiben, warum hast du das nicht gleich gemacht? Grundsatz von dem, wenn ich was zeige, ich zeige es euch so, wie es geplant ist. Und geplant ist, dass man viele Löcher freilässt. Ist schnell Abhilfe geleistet, ist überhaupt kein Problem. Das mit den Sitzen, dass die alle recht locker sind, dass man die alle drehen und umklappen kann, wie man möchte, das habe ich euch gezeigt. Das hat sich auch im Oberdeck nicht geändert. Also bespielbar der Innenraum auf keinen Fall. Die Sitze sind alle sehr fragil und viel zu locker und auch viel zu groß für die Minifiguren. Das wird nichts. Die Räder erstaunlicherweise halten dieses ganze Modell. Das finde ich schon mal sehr löblich. Und auch die geflieste Oberfläche hier bei dem Bus macht eine wirklich sehr gute Figur, damit man auch mal was Positives dazu sagen kann. Jetzt nehmen wir uns noch mal die Bauanleitung. Ich komme mal ein bisschen näher. Also ihr seht das hier, an Funktion haben wir jetzt vorwärts, rückwärts, rechts, links und Licht. Dass man die Türen öffnen kann, das ist hier drauf nicht erklärt, aber es funktioniert. Und das will ich euch mal als erstes zeigen, weil es funktioniert, aber es funktioniert dann doch mehr schlecht als recht. Ich hoffe, die Kamera kann das jetzt mal hier so ein bisschen einfangen, dass ihr das auch sehen könnt. Also, wenn ich hier so auf meinen Monitor gucke, man kann es erkennen, aber man sieht auch, wie schief das Ganze geht. Und beim Zumachen seht ihr das auch sofort. Also hier die Tür, nee, das ist die andere. Da funktioniert es nicht so ganz. Und die hinteren Türen, da geht es schon wesentlich besser. Also auf, zu, ist soweit kein Problem. Das funktioniert. Jetzt muss ich mal meine Schüssel mit den Pins, die übrig geblieben sind, Steine, die übrig geblieben sind, das ist alles sehr überschaubar. Gefehlt hat außer 2 6er Kreuzstangen nichts, war soweit also vollständig, immer sehr schön. Und dann haben wir noch die Funktion des Fahrens, die können wir jetzt auch testen. Und ihr seht, das Ganze fährt und es ist auch nicht sonderlich laut. Und ihr seht, es fährt auch um die Ecke. Also das ist zum Spielen eine Sache, das funktioniert. Das ist also überhaupt kein Problem. Da habe ich anfangs echt gedacht, das würde das Ganze nicht mitmachen, aber es geht. An der Heckklappe hat sich soweit nichts geändert, das hatte ich euch gezeigt. Also wenn man hier dran möchte, um die Akkubox ein- und auszuschalten oder mal zu laden, muss man dann doch so ein bisschen drücken und tun und machen. Einen Griff hat man sich hier, denke ich mal, der Optik wegen geschenkt. Man kommt dran, es ist aber ein bisschen umständlich. So, jetzt stelle ich den mal hier hin. Hier vorne sind unsere Scheinwerfer, weil wir haben ja nicht nur die Funktion des Fahrens und des Öffnen und Schließens der Türen, sondern dieser Bus ist auch beleuchtet. Das Beleuchten ist so ein bisschen tricky. Ich habe da mal so ein bisschen was vorbereitet. Ich muss das ein bisschen langsamer machen. Ich hoffe, nee, man kann das nicht sehen. Ich muss den Bus noch ein bisschen weiter zurückstellen. So dürfte es gehen. Wir haben hier also einen Scheinwerfer. Ist ein bisschen hell mein Licht, aber vielleicht könnt ihr das erkennen. Und wir haben hier den zweiten Scheinwerfer.
Anders funktioniert das nicht. Die Firma Happy Build geht also wirklich her, man muss das ganz klar so sagen, und verarscht uns. Sie schreibt hier drauf, dass man das Ganze beleuchten kann oder dass das Ganze beleuchtet ist. Ich hole noch mal den Karton. Zeige ich den auf der richtigen Seite? Ja, ich zeige den auch auf die richtige Seite. Und jetzt schaut euch mal, ich weiß, es ist hier alles nicht ganz so gut zu erkennen. Wenn man den Karton dann selbst in der Hand hält, sieht man das sofort. Das ist so gezeichnet, dass wir also auch wirklich diese Sternchen um die Scheinwerfer haben, dass uns signalisiert wird, hey, ich habe Licht. Der hat aber kein Licht. Also hier wird der Kunde wirklich massiv verarscht. Und wenn man durch die Bauanleitung stöbert, hier ist auch überhaupt kein Kabel drin, hier sind keine Dioden drin, hier sind keine LEDs drin, gar nichts. Also das ist eine absolute Mogelpackung. Wenn ihr Licht am Bus haben wollt, macht es wie ich. Stellt euch 2 Teelichter davor und schon habt ihr vorne 2 Scheinwerfer. Ist ein bisschen blöde gemacht, aber anders funktioniert es leider nicht. Chapeau! Also hier wird man wirklich ordentlich verarscht. Und das ist ja nicht einfach so, dass man sich hier so einen Bausatz für 2 Euro holt. Ich habe den aktuellen Preis gar nicht auf dem Schirm. Als ich das letzte Mal geguckt habe, lag das ganze Ding bei stolze 150 Euro. Ich mache mal das Licht aus. Ist mir dann hier doch zu gefährlich, wenn hier irgendwas in Flammen aufgeht. Ich hatte euch das hier unten gezeigt. Ich kann euch das jetzt leider so nicht mehr zeigen, dass die Kabel hier so wahllos über die, naja, angedeutete Bodenplatte geht. Hat sich nicht geändert, ist nach wie vor so. Kriege ich das jetzt relativ... Ja doch, es sind ja nur 2 Pins. Machen wir das Ding noch mal auf. So viel Zeit, denke ich mal, haben wir, dass man das mal schnell einmal kurz aufnimmt. Ist ja kein großes Geheimnis. So, und da ist das Oberdeck dann auch schon abgenommen. Können wir noch mal einen kleinen Blick auf den Türmechanismus werfen. Ihr habt es aber die ganze Zeit von oben gesehen, aber für diejenigen, die es einfach nur vorgespult haben, weil sie jetzt sehen wollten, was ist mit dem Bus, gucken wir hier noch mal rein. Also hier sieht man dann noch mal die gesamte Technik für die vorderen Türen, hier für die mittleren Türen und die Kabel, die hier so schön durchlaufen. Ich hatte das in einem Zwischenbericht, nenne ich es mal, schon mal gesagt, ich hätte mir hier so ein bisschen mehr Richtung einer Creator-Serie oder sowas gehofft, dass man also wirklich einen sehr, sehr optisch schon sehr, sehr schönen Bus hat, den man sich ins Regal stellen kann. Dem wird dem Ganzen nicht gerecht. Ich weiß, dann hätte er auch vielleicht 50 Euro mehr gekostet, aber ich glaube, das wäre eher für den einen oder anderen, wäre es das wert gewesen. Ich für mich kann nur sagen, dieses Modell wird mit Sicherheit irgendwo bei mir zum Stehen kommen, aber einen Ehrenplatz schafft es nicht. Allein schon, weil ja hier, naja, es ist eigentlich Betrug. Das müssen wir so benennen. Das ändert sich auch nicht. Hier wird uns was vorgegaukelt, was das Ganze nicht hinkriegt. Hätte man das Licht durchgestrichen und hätte man geschrieben, die Türen kann man auch öffnen und schließen, würde die Welt schon wieder anders aussehen. Aber das dann damit zu kompensieren, dass man das Licht dann einfach weglässt, in meinen Augen ein absolutes No-Go. Er fährt, die Türen funktionieren, das Lenken funktioniert, das ist alles nicht das große Problem des Ganzen. Es ist auch recht gut gelöst mit den Fenstern. Ich sage, man kann erkennen, dass man hier einen Bus hat. Überhaupt alles kein Problem. Die ganzen Sticker, die mit dabei gewesen sind, sie liegen hier. Ich schenke mir das, die dran zu machen, weil das es ein Bus ist. Das sehe ich auch ohne die Sticker. Sicherlich wären in der Größe hier jetzt auch Prints völlig überzogen und übertrieben gewesen. Und auf den großen Techniksteinen, da werden die Sticker auch nicht sonderlich gut halten. Also schenke ich sie mir. Kann ich noch mehr dazu sagen? Nee, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Ich denke mal, ich habe euch alles gezeigt, was es zu dem Bus zu zeigen gibt. Ob er euch gefällt oder ob er euch nicht gefällt, das muss dann jetzt unterm Strich jeder für sich alleine entscheiden. Ich habe es euch natürlich unten verlinkt, wo ihr ihn bekommt. Lesti ist diesmal auch ein bisschen geizig gewesen. Einen Gutschein kann ich euch da nicht mit an die Hand geben. Naja, Happy Build
Doppeldeckerbus. Technik. Ohne Licht, dafür fährt er. Und fahren tut er, das habe ich euch gezeigt. Und solange wie die Batterien halten, wird er auch fahren. Bei mir fährt er jetzt irgendwo ins Regal, da bleibt er stehen, Akkus raus und dann ist es das gewesen. Gewesen ist es das auch mit dem Video für heute. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ich denke mal, hier wird es jetzt auch wieder viele Daumen runter gehen, weil euch das Set nicht gefällt. Ist alles völlig legitim, drückt aus, was ihr ausdrücken wollt, dafür sind diese Funktionen vorhanden. Wenn ihr noch kein Abo habt, da freue ich mich natürlich sehr drüber, wenn ihr dann eins abschließt. Kostet auch nichts, habe ich mir sagen lassen. Bis zu meinem nächsten Video. Da wünsche ich euch selbstverständlich eine gute Zeit und hoffentlich bleibt ihr dabei gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen.